Moin und herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland zu einem neuen Wunderland-Update mit 3 ganz spannenden Themen. Ihr wisst ja, das Wunderland kommt ins Kino und der Film wurde schon einmal vorab im größten Hamburger Kino gezeigt. Da waren wir mit der Kamera natürlich dabei. Als zweites die geteilte Stadt. Das ist unsere ganz besondere Ausstellung zum Mauerfall bis zur heutigen Zeit. Die ist schon, ja, ich glaube 15 Jahre alt gewesen und die haben wir mal um die letzten beiden Jahrzehnte erweitert. Aber das spannendste Thema ist, ihr könnt heute mal live dabei sein, wie ein neues Flugzeug im Wunderland entsteht. Wir haben nämlich gesamt 3 neue Flugzeuge gebaut. Inklusive Taufe sind die jetzt am Start und da haben wir tolle Bilder für euch. Schaut selbst. So, also um ein Flugzeug komplett herzustellen, so wie es jetzt bei der 777 und bei dem A350 für die KLM bzw. Air France stattgefunden hat, benötigen wir etwa pro Flieger um und bei 100 Stunden. Wir beginnen eigentlich damit, dass das Modell in unserer 3D-Abteilung als 3D-Modell gezeichnet wird. Dann wird es dann halt gedruckt. Dies können wir leider hier nicht machen, weil wir die entsprechenden Drucker hier nicht haben. Wenn dieser Flieger wieder zurückkommt, wird er weiter bearbeitet. Das bedeutet, wir kleben die einzelnen Druckteile entsprechend zusammen, um sie dann später halt weiter zu behandeln können, indem wir dort grundieren, spachteln und für die Lackierung vorbereiten. Die Lackierung findet bei uns momentan nicht statt, weil wir leider nicht die Räumlichkeiten haben, um das Ganze halt entsprechend lackieren zu können. Dafür werden die Flieger extra nach Frankreich geschickt, nach Toulouse. Wenn die wieder zurückkommen, werden dann die weiteren Schritte folgen, wie zum Beispiel Freischleifen der Fenster. Da werden die Kabinenfenster eingesetzt, kommt die Beleuchtung dran, die Verdrahtung wird fertiggestellt. Danach geht es weiter zur Mechanik. Die werden dort dann entsprechend die Motoren einbauen, das Fahrwerk. Und wenn das alles geschehen ist, ist der Flieger eigentlich fertig. Ja, da sieht man, da stecken einige 100 Stunden Arbeit in jedem unserer Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen konntet, dass es so aufwendig ist, dass wir das alles selbst bauen mussten. Vielleicht spannend für euch mal zu sehen. Ebenso spannend ist die geteilte Stadt. Das ist für uns eine ganz besondere Ausstellung. Die haben wir vor 15 Jahren gebaut. Ein ganz spannendes Thema damals, weil das erste Mal die Einheitsfeierlichkeiten in Hamburg stattfinden sollten. Ihr wisst ja, immer am 3. Oktober, jedes Bundesland, das wechselt immer jedes Jahr. Und da haben wir gesagt, jetzt bauen wir mal eine fiktive Kreuzung in Berlin vom Kriegsende bis zum Ende der Mauer. Und wenn man sich alleine dieses Kriegsmodell anschaut, das ist unvorstellbar. Man hätte nicht gedacht, dass das so nah an uns wieder drankommt. Und jetzt durch den Ukraine-Krieg ist das ja näher, als man sich das jemals gewünscht hätte, dass es wieder passiert. Und vielleicht ist diese Ausstellung auch ein kleines Mahnmal dafür, dass sowas eigentlich nie wieder passieren sollte und dass wir uns alle auf dieser Welt immer wieder zusammenreißen müssen und uns selbst fragen müssen, was ist ein Streit eigentlich wert? Tja, aber wem sage ich das? Wir haben diese Ausstellung ja vor über 15 Jahren gebaut. Also war klar, da ist
ist so viel Zeit vergangen, wir müssen sie eigentlich mal erweitern. Und das war ganz spannend für uns. Wie bauen wir die letzten beiden Jahrzehnte? Was hat sich verändert? Die Mauer ist ja eigentlich weg. Was kann unser Thema sein? Und ich finde, das ist unseren Modellbauern sehr, sehr gut gelungen, darzustellen, was hat sich eigentlich nach dem Mauerfall noch entwickelt. Und es war für uns ganz besonders, den Menschen das zu zeigen auf dem Einheitsfest, dem Bürgerfest hier zur Tag der Deutschen Einheit. Da war eine riesen Warteschlange. Die Leute wollten das alle sehen. Der Bürgermeister war da und war sichtlich angetan von diesen kleinen Modellen. Und ja, das zeigt ein bisschen Zeitgeschehen in Deutschland von einer ganz fürchterlichen Zeit zu einer Zeit, in der viele Menschen eigentlich sagen, es ist nicht mehr so gut, aber wir eigentlich glücklich sein können, dass wir in Deutschland unter diesen Umständen leben. Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was wir dann in 16 Jahren machen, wenn das nächste Bürgerfest in Hamburg ist, was bis dahin alles passiert ist. Ich bin ja Optimist, ich glaube da irgendwie dran, dass wir hoffentlich dann ja, 1 oder 2 weitere Modelle bauen können mit hoffentlich guten 10. Jetzt muss ich irgendwie den schönen Übergang zu einem wunderbaren Thema. Ihr wisst ja, das Wunderland kommt ins Kino und wir hatten die große Ehre, mit 1000 Menschen zusammen auf dem Filmfest Hamburg im größten Kino den Film über unser Leben zu schauen. Und das war wirklich ein ganz besonders emotionales Erlebnis für mich. Auch die Reaktion der Menschen, dieser Jubel hinterher. Wir waren auf der Bühne und haben Interviewstil gemacht, haben Fragen beantwortet, Fotos gemacht und ja, ich glaube jetzt ganz fest daran, diesen Film wirklich in die großen Kinos zu bringen und drückt uns die Daumen. Ich glaube, es ist wert. Das hat die Menschen so emotional berührt und ich würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ganz, ganz viele Leute diesen Film sehen können. Aber schaut selbst, wie unser Preview war. Von euch vielleicht auch schon die eine oder andere Reportage im Fernsehen gesehen und immer wieder sind Fernsehteams da. Und wir konnten uns nicht so richtig vorstellen, wie ist denn das im Kino? Warum Wunderlandbilder im Kino? Was kann da anders sein? Was kann das mehr als eine Dokumentation sein? Und haben das 2 Jahre begleitet. Jetzt habe ich das übliche Problem, Frederik greift sich immer das Mikrofon und redet viel und ich habe dann nichts mehr zu sagen. Also, ich kann ihm nicht viel zufügen, aber unser Erfolg wäre niemals der geworden ohne dieses sehr, sehr starke Team im Hintergrund. Moin aus dem Miniaturwunderland. Es gibt super Nachrichten. RTL Nitro sendet ab sofort samstags 15:45 Uhr Doppelfolgen der 3. Staffel übers Miniaturwunderland. Und es geht sofort aufregend los. Unser Patagonien-Abschnitt kommt an. Mehr als 100 Kilo schwere Teile müssen von uns hochgetragen und unter Zeitdruck zusammengebaut werden. Und die zweite Teil dieser Doppelfolge zeigt schon, dass es ganz viele Themen über das Wunderland gibt. Die wilde Maus ist immer kaputt und sie wird komplett als Eigenbau neu gebaut. Eine ganz spannende Teil 2 dieser Doppelfolge. Also schaut selbst immer samstags 15:45 Uhr RTL Nitro. Ja, das war's für heute schon. Es ist mitten in der Urlaubszeit in Deutschland. Man hört ja, die Menschen reisen alle in ferne Ländern. Solltet ihr das Glück haben, genießt die Sonne. Solltet ihr das nicht das Glück haben, dann drücke ich euch die Daumen, dass wir alle hier in Deutschland noch schönes Wetter haben. Macht auf jeden Fall das Beste draus. Wir freuen uns auf einen wahnsinnig schönen Herbst und Winter. Wir im Wunderland haben so tolle Themen. Wir wollen Monaco fertig machen, Daumen drücken. Wir hoffen, dass unser Film ins Kino kommt, Daumen drücken. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, bleibt gesund und munter und habt eine schöne Zeit. Macht's gut.